Wussten Sie schon, wie die heutigen Rekorde beim Hochsprung möglich wurden? Man fing einfach an, die Latte rücklings zu überwinden. Ein Gewichtheber braucht nicht nur Kraft, sondern vor allem die richtige Technik. Auch Lesen wird leichter und schneller mit der besseren Technik. Sie lässt sich lernen und trainieren. Täglich stürmen immer mehr Informationen auf uns ein, gedruckt und am Bildschirm. Ein Viertel der täglichen Arbeitszeit im Büro wird mit Lesen verbracht. Lesen hat also eine bedeutende Funktion für unsere Arbeits- und Lebensqualität. Für gute Entscheidungen müssen wir schnell erfassen, was wichtig oder unwichtig ist. Je mehr Informationen es gibt, umso höher sind die Erwartungen an uns. Doch wir arbeiten mit Lesetechniken, die aus der Grundschule stammen. Kein Wunder, dass wir gestresst und erschöpft sind. Haben wir es denn in der Grundschule nicht richtig gelernt? Doch, es war richtig. Aber wir haben es eben kindgerecht gelernt. Der Blick auf den Text war so eng wie durch ein Schlüsselloch. Wir sind mit den Augen unsicher hin und her gesprungen. Wir hatten einen inneren Vorleser. Daraus haben sich Gewohnheiten entwickelt, die uns heute das Lesen unnötig erschweren und kostbare Zeit rauben. Wie in der Grundschule lesen wir Wörter einzeln. Der Sinnzusammenhang stellt sich aber schneller ein, wenn wir beim Lesen sinnvolle Wortverbindungen erfassen. Die Satzaussage wird schneller erkannt. Zweite Gewohnheit aus Grundschulzeiten. Unsere Augen springen hin und her, ohne dass wir es merken. Und was kommt dann in ihrem Gehirn an? Die Parteien vereinbaren, dass die Haftung für die durch den Gebrauch entstehenden Schäden vom Käufer zu tragen Schäden sind. Wir machen aus der Botschaft des Autors ein Chaos. Dritte Gewohnheit aus Grundschulzeiten. Seit damals begleitet uns der innere Vorleser. Dieser bremst unser Lesetempo und lässt die Gedanken abschweifen. Die Augen allein könnten den Text sehr viel schneller erfassen. Wenn wir dabei nur noch die wichtigsten Wörter innerlich hören, wird die Aussage des Autors akzentuiert und das Verständnis unterstützt. Schule, anfangs, laut gelesen, seit damals, begleitet, Vorleser. Gewohnheiten sind schwer zu verändern. Erklärungen genügen nicht. Nur ein Training bewirkt Veränderung. Neue Bewegungsmuster lassen sich einüben und automatisieren, beim Sport wie beim Lesen. Deshalb trainieren wir in unseren Kursen mit systematischen Übungen die Blickprozesse für das bessere Lesen. Das Gehirn stellt sich rasch darauf ein, die Botschaft des Textes schneller und effizienter zu erfassen. Kontinuierlich erleben die Teilnehmer, wie leicht sie ihre Potenziale erschließen können. Das Ergebnis? Sie lesen aufmerksamer, sie verstehen besser und schneller, mit weniger Kraft. Wie beim Gewichtheben. Mit der richtigen Technik bewegen Sie mehr. Wann testen Sie unser Training? Ohne Risiko. Sie bezahlen den Pilotkurs nur, wenn Sie zufrieden sind.